Hallo Mädels und Jungs, wie ihr sehen könnt, es ist endlich warm geworden und die Stadt erwacht zu neuem Leben. Das ist genau das, auf das wir schon ewig warten. Und mit wir meine ich natürlich die Zweiradfahrer, Motorradfahrer, Rollerfahrer. Und ja, es ist herrlich, 18 Grad und traumhaft. Und ja, wenn die Tonaufnahmen nicht so toll sind, dann sorry. Aber auf meinem Mikrofon ist der Schaumgummi kaputt. Mehrmals eingerissen und somit wird der Wind nicht mehr sehr gut herausgefiltert. Ist leider so, muss ich mir einen neuen holen. Aber prinzipiell freut es mich, dass schon viele ihre Motorräder wieder ausgewintert haben. Und das bringt mich eigentlich zum Thema Auswintern eines Motorrades. Denn Einwintern ist sehr oft ein Thema. Wie winter ich mein Motorrad ein? Aber die meisten vergessen, dass es auch beim Auswintern sehr viele Punkte gibt, die man eigentlich beachten sollte. Angefangen davon, dass man natürlich über den Winter die Batterie ein wenig pflegt und natürlich auch ausbaut, damit sie keinen Stromverbrauch hat und irgendwann zusammenbricht, überhaupt bei Fahrzeugen mit Wegfahrsperren, Alarmanlagen. Und was gibt es noch zu kontrollieren? Neben dem, dass ich natürlich das erste Service machen muss. Und das erste Service steht natürlich an, wenn ich mein Fahrzeug im Frühjahr auspacke und das Öl, das schon seit Ewigkeiten, also seit 3-4 Monaten drinnen ist und sehr viel Feuchtigkeit angesammelt hat, herauskommt. Und natürlich Ölfilter wechseln und viele andere Dinge. Es gibt dann natürlich noch einige Dinge zu beachten, bevor ich das Motorrad wirklich in Betrieb nehme. Und zwar ist ganz wichtig der Check, der offensichtliche Check. Ich schaue mir an, sind meine Bremsleitungen noch in Ordnung, noch nicht zu stark eingerissen. Was ist mit meinen Bremsbelägen? Gehören die bald getauscht? Das sind alles so Dinge, die muss ich mir natürlich fix anschauen. Und ein großer Punkt und der auch sehr wichtig ist, bevor ich wirklich einen Meter fahre, ist, ich überprüfe den Reifendruck. Denn viele Motorradreifen verlieren in der Stehzeit sehr viel Luft. Und wenn ich dann wegfahre und der Reifen walkt, kann es sein, dass ich vielleicht einen Unfall habe. Oder sie rutscht mir weg oder was auch immer. Natürlich kann ich die Bremswerte auch nicht mehr erzielen. Und das sind einfach ganz wichtige Dinge, wie kontrollieren, ist noch mein Lenkkopflager in Ordnung, habe ich keine Einkerbungen von der Stehzeit im Lager, von den Kugeln oder Luft auch kontrollieren. Was natürlich ganz wichtig ist für Vielfahrer die Bremsflüssigkeit jährlich zu wechseln. Das zähle ich aber dann natürlich zum Frühjahrsservice dazu. Das heißt, zum Ölwechsel gehört natürlich auch die Bremsflüssigkeit gewechselt. Überhaupt, wenn man sehr viel fährt und oft sehr hart Kurven anbremst, ist es wichtig, ein gutes Öl zu haben, das
einen hohen Siedepunkt hat. Ja, also die Dinge wie zum Beispiel Kette anschauen, abschmieren, reinigen ist wichtig. Luftdruck ist ganz wichtig. Lenkkopflager kontrollieren, Bremsbeläge kontrollieren. Das sind wirklich existenzielle Dinge und falls ihr die Kette nicht mehr händisch schmiert, so wie ich, dann kann natürlich sein, dass in der Stehzeit das Öl eintrocknet, überhaupt in den sehr dünnen Leitungen, also in einen Kettenöler, in einen Kettenöler. Dann wäre es natürlich von Vorteil, wenn ihr hergeht und die dünnen Leitungen dann ein wenig durchspült. Das mache ich nicht jetzt, dass ich die ganze Anlage spüle, sondern nur die Endleitungen. Ich nehme also eine Endleitung mit dem Gummi herunter, nehme Kettenreiniger oder Bremsenreiniger, steck den in den Gummi hinein und drücke mal drauf und spüle es einmal durch. Dann löst sich das festgesetzte Öl bei einer Standzeit von 3-4 Monaten, kann das schon passieren, auf und ja, das mache ich mit beiden, weil ich habe ja einen beidseitigen Schmierer auf beide Seiten der Kette. Und wenn ihr das gemacht habt, dann legt natürlich ein Tuch oder Papier oder einen Fetzen unter und spült die Anlage, dass falls noch ein Kettenreiniger oder Bremsenreiniger in der Leitung ist, dieser vom Öl herausgespült wird und ihr auch sehen könnt, dass auch beide Seiten tropfen. Sollte eine nicht tropfen, dann haltet eine Seite zu, dann wird das Öl automatisch auf die andere Seite hinüberlaufen und wenn ihr wieder aufmacht, tropfen dann beide Seiten. Ja, das sind einfach Dinge, also man muss sich auch vergewissern, dass die Leitungen frei sind. Wenn man das ganze Jahr fährt, ist das egal, aber wenn man sein Motorrad über den Winter abgestellt hat, sind das einfach Dinge, auf die man auch sehen muss. Also nicht darauf verlassen, dass der Kettenöler funktioniert und ölt, sondern wirklich nachsehen, ob die Leitungen nicht verstopft sind, die dünnen. Und dann natürlich in dem Zuge auch den Behälter auffüllen. Da die meisten Behälter irgendwo zwischen 6.000 und 10.000 Kilometer in etwa halten, je nachdem wie stark man die Tropfmenge eingestellt hat. Ja, das sind einfach die Dinge, die man kontrollieren sollte und natürlich auch gegebenenfalls die Sachen, die man wechseln sollte, auch wechselt. Und dann könnt ihr schon mit wirklich ruhigen Gewissens in eine neue Motorradsaison starten und ihr könnt euch auf euer Motorrad zu 100% verlassen. Ja, das war's. Und wünsche euch natürlich eine unfallfreie Motorradsaison. Viele, viele Kilometer, tolle Straßen, viel Grip. Und dann bleibt mir natürlich wie immer nur noch eines zu sagen, das alles umschreibt. Oben bleiben und wir sehen uns.